Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Wir kommen schon wieder dem Monat, dem neuen sehr nahe. Die Zeit rennt. Heute Mittag um 15 Uhr könnt ihr ein kleines Auswahlorakel gucken für den August. Für Themen, was kommt da, was sind die Botschaften. Jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt an Infos für das Kollektiv. Ja, hier geht es darum, irgendetwas zu klären. Das kann jetzt auf der Seelenebene sein oder in den Finanzen. Irgendetwas ist noch undurchsichtig, nicht richtig greifbar. Möglicherweise braucht man irgendwo einen besseren Durchblick. Hier kann es sein, dass es darum geht, dass irgendjemand oder irgendwas, eine Situation, ein Mensch, eine persönliche Sache ins Stocken geraten ist. Ne? Das hat so an der Wurzel ein bisschen Fäule und bewegt sich nicht nach oben. Es geht um Themen, die ja mit der persönlichen Stabilität, aber auch mit der finanziellen Stabilität zu tun. Langwierige Prozesse. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf der bewussten Ebene die Blume. Ne? Man überlegt sich, man denkt drüber nach, man versucht aus dem Nebel rauszugehen. Das kann auch so ein Lebensthema sein, ne? Mit dem Prinzip, wie bin ich versorgt, wie werde ich versorgt, wie versorge ich mich selber, trägt mich das Leben. Ja, hier sind alle Themen dabei, ne? Die Arbeit, der häusliche Bereich, die Finanzen, die Psyche, das Umfeld, die Vitalität. Nichtsdestotrotz habe ich hier eigentlich ein Ankommen in einer stabilen Situation, kann aber mit ein bisschen Arbeit verbunden sein. Hier liegt ein berufliches Geschenk, ein finanzielles Geschenk, etwas, was aus dem Umfeld kommt, aber tatsächlich auch etwas, was man sich erarbeitet hat. Hier muss man sehr viel ins Umfeld investieren. Oder man fragt sich so, wo erschaffe ich sehr vieles und was kriege ich zurück? Hier haben wir in unserem eigenen Haus den Konflikt mit etwas drin. Das kann ein Thema sein, das jetzt an der Wurzel eben schon verankert ist. Ne? Dass immer ziemlich viel verlangt wurde von einem, dass man immer draufgelegt hat. Etwas, wo man sich erarbeitet hat, was nicht richtig das gebracht hat, was man gedacht hat. Und es kann ja auch darum gehen, irgendwo einen Ausgleich zu kriegen. Man hat vielleicht so diese Befürchtung, etwas dreht sich im Kreis. Ein ewiger Kreislauf, man kriegt den Fuß nicht raus. Aber hier haben echt alle Themen dabei, ne? Beziehung, Arbeit, Haus, Finanzen.
Gegenüber, Leben, Vitalität. Also so ein Grundsatzding einfach. Kann auch sein, man versucht hier mal Bilanz zu ziehen. Hier kommt die Maus. Die Maus nimmt den Konflikt weg. Die Maus reduziert etwas. Die Maus sorgt ja auch für Klarheit da, wo wir im Nebel stehen. Aber es kann ja auch sein, dass so Umwälzungen da sind, wo man jetzt zum Beispiel einen Vertrag weglässt, hier etwas einspart, etwas minimalisiert, was mit Aufwand zu tun hat. Also, dass man einfach umstrukturiert in dem Vorhandenen. Das Ganze kann auch unsere Kinder oder unsere Gegenüber betreffen. Oder uns alle zusammen. Ne? Die Schicksalswende kommt hier. Ja, das ist schon wieder der Wahnsinn, denn eigentlich bestätigt es dieses Blatt total. Wenn die Biene kommt, möchte sie sagen, löse dich, um dich neu zu binden. Ne? Mache etwas weg, was im Kreis läuft, trenn dich von etwas und egal wie es ist, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schmerzlich oder mühevoll, aber am Ende ist es ein Abgeben und man kriegt die Kräfte auch zurück, die man investiert. Hier ist sehr viel Führung dabei. Das Schicksal meint es jetzt gut mit uns. Wir sollen uns auf den Weg machen, unser Lebensglück zu schmieden und dafür das einsetzen, was wir mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Also unsere Gaben und Talente. Und die Biene fliegt zu dem süßen Nektar und bedient sich daran. Und es ist einfach eine Legung, wo gezeigt wird, dass irgendwelche Mauern aufgebrochen werden. Dass man mit Konzentration und Freude das ganze Potenzial entfalten kann und auch an diesen Nektar dann drankommt, der uns vielleicht bisher verwehrt wurde. Ja. Und hier kommt noch die Wunschpflanze, was soll ich sagen, ne? Es geht viel um Visualisieren, einen Samen setzen für das, was man haben möchte. Träume zu visualisieren, die dann tatsächlich auch beginnen zu wachsen. Wunderschön. Nehmen wir noch einen Engel und dann kann ich sagen, wir lassen das mal so stehen. Der richtige Zeitpunkt ist da. Ne? Die Zeit ist reif oder günstig, um etwas umzusetzen, was nachher auch unseren positiven Erwartungen entspricht. Und wir haben, dass wir in dieser Situation unserem Bauchgefühl komplett vertrauen können. Wir dürfen in die Aktion gehen, also es ist ein perfektes Timing dafür, diesen Konflikt, den man da hat, zu wenden oder in eine andere Qualität zu bringen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns heute Mittag wieder zum kleinen Blick in den August. Auswahlorakel. Ich drücke euch bis dann.